Herzlich willkommen zu meinem Podcast und einem spontanen Impuls aus meinem Herzen zu dir. Ich bin gerade mitten im Umziehen. Nicht nur ich, mein Mann auch. Und zwar Richtung Natur, Urwald und Stille. Und gleichzeitig aus einem fülligen, üppigen Leben im Moment in eine totale Reduktion, Kleinheit und mit wenig, sagen wir mal, physischem Platz in einer kleinen Holzhütte. Wir haben 2 kleine Holzhütten nebeneinander, aber dafür viel Umraum in der Natur. Weitblick direkt an einem Fluss und der Dschungel ist nicht weit davon entfernt. Und morgen geht's los. Also das ist richtig, ich sitze hier in Kisten und Kasten und sonst was und habe unglaublich viel ausgemistet und rausgeräumt, obwohl wir vor 1,5 Jahren alles, was wir besessen hatten in Europa, verschenkt haben. Es gibt gar nichts mehr, was wir in Europa hatten. Und doch hat sich irgendwie wundersam schon wieder was angesammelt. Das geht so schnell bei uns heutzutage. Und jetzt freue ich mich, wieder weiter loszulassen. Also nicht komplett, aber eben vieles weiter zu minimieren. Also die Energien schlank zu haben und ganz beweglich zu sein. Wir leben in einer sehr, sehr spannenden Zeit, wie du ja auch wahrnehmen kannst, mit Garantie in deinem Leben. Und es geht darum, sozusagen jetzt beweglich zu sein und auf das zuzugehen, was wirklich wesentlich für dich ist. Ich hörte Anfang August, dass wir in die Natur ziehen sollen. Und ich dachte, 1-2 Jahre wird das noch brauchen, weil wir haben ja hier auch alles und es ist auch schon gezahlt und so weiter. Und nein, das war aber nicht das Thema, sondern vor Mittwoch, vor einer Woche, erfuhr ich, hier ist der richtige Platz. Ich wurde dorthin geführt, hier ist der richtige Platz, der nächste Schritt, hier sollen wir hin. 2 Tage später haben wir den Vertrag unterschrieben, gezahlt und sind in kaum eine Woche später oder gerade etwas über eine Woche später, einen Tag drüber, ziehen wir jetzt um. Also ratzfatz, ganz schnell. Und das ist gleichzeitig die Zeitqualität. Es ist extrem Thema, Sachen loszulassen, die nicht mehr passen, sofort zu bewegen, mutig zu sein, Schritte zu gehen und in das hineinzugehen, was jetzt sich richtig anfühlt. In meinem Fall ist es gleichzeitig so, natürlich ist das meine innere Stimme, so wie wir damals aus Europa weg sind und nach Asien gezogen sind. Und hier, muss ich ganz ehrlich gestehen, ist es also noch viel stärker, weil meine innere Stimme noch so viel stärker mein Leben führt, dass ich im Verstand die Dinge nicht verstehe, sondern die weiß ich einfach auf tiefer Ebene. Und das Unbeschreibliche ist, dass mein Mann mitgeht und wir das gemeinsam machen. Obwohl unser Denken das nicht nachvollziehen kann, warum jetzt so klein und verhältnismäßig einfach, ja. Aber es ist eben jetzt genau so Thema. Und dieses Loslassen und dieses Vertrauen in das Wissen, was von innen kommt, das ist eben eine ganz andere Dimension. Das ist 5. Dimension. Das ist, ja, es ist eine ganz andere Parallelwelt wie 3. Dimension. Das Einzige, was ich weiß, es ist für alle genial, es ist genial, aber mehr weiß ich nicht. It's stepping into the unknown, in das Nichtwissen von hier, was aber angeschlossen ist an das Wissen von meinem inneren Wesen. Und wenn wir jetzt mutig unserem Herzen folgen und die Dinge tun, die unser Herz sagt, das wird unvorstellbar
unterstützt. Und das ist es auch, worauf es ankommt, den Mut zu haben, loszulassen, auch nicht zu wissen, wie oder was oder warum man jetzt bestimmte Dinge tut, sondern einfach tun, weil sie von innen klar sind. Das ist, ich kann ja mit den Situationen im Leben ganz unterschiedlich umgehen und wo ich in der Lage bin, vertrauensvoll den Weg zu gehen, des wissenden Wesens in uns, denn es ist ja immer wieder, was ich auch sage, wir müssen uns das ja klar machen. Was ist denn der nicht wissende Anteil in uns? Das ist der Verstand, den haben wir aufgefüllt und aufgespeichert mit diesem Leben und vielleicht anderen Leben und den Erfahrungen unserer Eltern und unserer Umgebung. Ja, das ist der nicht wissende Anteil in uns. Der ist ein Speicher, wie kannst du sagen, wie ein Computer funktioniert er. Also alles, was du reingetan hast oder was er erfahren hat, hat er drinnen. Aber er weiß nichts über deine Zukunft zu sagen oder er weiß nichts von deinem inneren Wesen und kann dir auch nicht sagen, was jetzt deine Aufgabe auf der Erde ist oder warum du wirklich hier inkarniert hast. Und der wissende Anteil in dir, das ist der einfach unten drunter aktiv ist und der immer da ist und der auch sich nicht wandelt und der weiß und der verbunden ist und der mit allem eins ist. Und der eben, wie gesagt, zuschaut, wie du deinen Körper sozusagen quasi wieder geboren wird oder wie dein Körper wieder abgelegt wird. Und wo wir in das reingehen und je mehr wir darüber shiften, umso mehr Magie, Schönheit, Zauber ist in unserem Leben anwesend. Mein Leben ist so voller Magie und Schönheit und Zauber und Fülle und Märchenhaften, wie ich das gar nicht beschreiben kann, weil ich sehr, sehr viel into the unknown wandere und weiß, dass ich eben diesen tiefen Fluss habe. Natürlich habe ich 2006 dieses innere Erlebnis gehabt und das ist sehr bodenständig für mich. Also meiner inneren Stimme zu folgen, ist absolut eine klare Geschichte. Ich bekomme klare Antworten, ich weiß genau, worum es geht und gehe diesen Weg. Das ist auch das, was ich weitergebe und dafür startet ja jetzt auch im September mein Level 2 innere Stimme-Kurs. Es ist diese Klarheit, wenn ich diese Klarheit habe in mir, ja, je mehr ich diese innere Klarheit wirklich von diesem wissenden Anteil in mir habe, umso mehr kann ich einfach eine ganz andere Dimension eben leben. Wir haben unendlich viele Parallelwelten hier auf der Erde und viel sehen, jetzt sagen wir mal, du kannst mich hören oder bist in meinem Feld oder hast mit mir Kontakt, weil du eine bestimmte Frequenz hast, eine bestimmte, ich sag mal, Spanne von Frequenz. Ansonsten, wenn du diese Frequenz nicht hast, kannst du mich nicht sehen, nicht wahrnehmen und mit mir nicht Kontakt aufnehmen, beziehungsweise mich nicht hören. Kannst du hier nicht sitzen in diesem Video. Und so ist das mit anderen Dingen auch. Also was du jetzt gerade wahrnimmst von der Welt, ist lange nicht alles, was es überhaupt gibt, sondern das, was in deiner Frequenz drinnen ist. Und je mehr wir sozusagen uns für das entscheiden, was unserem Herzen entspricht und unserer Freude, unserer Begeisterung entspricht, unserem Inneren und unserer inneren Stimme vertrauen, umso mehr erlauben wir, unsere eigentliche Frequenz ins Leben zu kommen. Und das ist automatisch, dass alles das, was uns begegnet, uns freut und begeistert. Wenn wir im Feld, sage ich mal, auch noch Krieg und solche Geschichten haben, dann geht es darum, diese Erinnerungen im Erinnerungsspeicher Verstand zu entlassen, loszulassen und sozusagen sich, sagen wir mal, mit seiner Frequenz zu erlauben, mehr in das hineinzugehen, was du wirklich bist. Schau, wenn du jetzt viel Angst hast und viel Schwierigkeiten hast in deinem Leben, dann ist dieses vollkommene wissende Wesen einfach nur durch ein bestimmtes Bewusstsein verdunkelt, abgedeckt, zugedeckt, sodass du nicht ganz da dran kommen kannst, an das, was wirklich in dir du eigentlich bist. Und doch bist du hier, weil du bereits meine Worte hören kannst. Du hörst es, du weißt es, du spürst es und du spürst auch, dass dieses vollkommene Wesen in dir ist. Ansonsten kannst du mich nicht hören.
Und jetzt geht es darum, zu erkennen, okay, ich folge jetzt nicht mehr der Angst. Ja? Der Angst nicht mehr zu folgen, ist ein Entschluss. Ich kann mich aber noch so wahnsinnig gut erinnern davor, bevor wir nach Europa aufgebrochen sind. Da habe ich ein Leben geführt, wirklich, da hatte ich viel Angst, da hatte ich auch viel finanzielle Angst, wie soll das weitergehen? Aber ich war wirklich eine Phase, wo ich wahnsinnig viel Angst hatte. Das kann ich wirklich gut. Dann habe ich Mittagsschlaf gemacht, bin ich aufgewacht und habe ich gesehen, war negative Gedanken. Was hatte ich? Ich hatte Rheuma natürlich auch. Wie soll es auch anders sein? Das gehört ja natürlich dazu. Ich habe mich von innen geheilt, ich habe nichts mehr davon, bin komplett frei und lebe eine völlig andere Frequenz heutzutage. Die Anastasia-Frequenz, was mir letztes Jahr schon gegeben wurde, weil ich wurde ja schon letztes Jahr Richtung Natur geführt und Anastasia ist eben der Ausdruck von meiner eigenen Natürlichkeit. Das ist mein multidimensionales Wesen, das ist mein angeschlossenes Wesen über mein Herz, dem wurde dieser Name gegeben durch meine innere Stimme. Und hier liegt ein Schlüssel. Wenn ich anfange, die Angst wirkungsvoll zu entlassen, und ich habe in vielen Kursen Methoden und Schlüssel gegeben, alles auf Spendenbasis, wie immer wieder, wie entlasse ich das? Wie entlasse ich die Angst? Das ist ein bestimmtes Bewusstsein, das ist in meinem Feld, du könntest sagen, ich bin ja ein Projektor, meine Umgebung ist, wie sagt man, die Leinwand. Mein Bewusstsein projiziert auf diese Leinwand. Und wenn ich Angst habe, dann sind das Bilder in mir, das sind Erinnerungen in mir. Sind es Frequenzen von Erfahrungen im Verstand, ausschließlich im Verstand, denn unser inneres, vollkommenes Wesen kennt keine Angst. Es kennt nur der Verstand Angst. Der macht auch gerne Angst, weil damit hat er dich im Griff und kann dich führen. Und das ist ja das, warum er da ist. Dass du auch diese, sagen wir mal, schwierige Dimension erfahren kannst. Du lernst ja was dabei, passiert ja nichts Dramatisches. Es ist alles gut, es ist alles gebettet in Weisheit. Ja, und wenn ich das erkenne, dass ich diese Bilder entlassen kann in mir und auch die Angst an den wissenden Teil in mir gebe oder das göttliche Bewusstsein oder die Oneness, das All-Eins-Sein oder die Quelle, die Größe, die das Leben ausmacht oder die dein eigenes Wesen ausmacht oder das Göttliche oder was auch immer du das nennst. Wenn ich anfange, auch diese Dinge abzugeben, wenn ich sehe, das ist über das Physische hinaus, ist das eigentliche Leben erst. Startet das erst, kann ich gar nicht physisch wahrnehmen. Ja, physisch kann ich nur alles, was ich measuren kann, messen kann, ja, anfassen kann mit meinen 5 Sinnen. Das ist alles, wenn ich mehr sehen kann, sehe ich, dass das alles genau gerade keine Realität ist. Ja, das ist alles eine Projektion. Und also ein Entschluss selber, dass ich der Angst nicht mehr folge, in mir. Die kann ja da sein, aber ich muss ja ihr nicht folgen. Das ist genauso wie der Verstand kann ja reden, aber ich muss ihm ja nicht glauben und folgen. Ich muss es ja nicht machen. Ich kann ja in mein Herz reingehen und das machen, was ich selber haben will. Das ist der Schlüssel, wodurch ich meine Timeline in eine sehr positive wandle, wodurch ich meine Parallelwelt wechsle in eine sehr positive Parallelwelt, in der Frieden, Miteinander, Freude, Leichtigkeit, Führung, Pure Love, für pure Liebe zu Hause ist. Da sehe ich Dinge nicht, die andere Menschen sehen. Da habe ich eben keine Angst, da bin ich nicht angstbasiert unterwegs, sondern da bin ich Liebe geführt auf der Welt unterwegs. Ja? Da spüre ich überall Hilfe. Ja? Also ich muss das sagen, in meinem Leben ist das so. Ich habe ganz viele Menschen um mich herum, die mich alle unterstützen, die mich lieben und wenn die mich kennen, physisch auch, die sind einfach da, die versorgen mich, die wollen dabei sein. Wir kommen hier ganzen Eskorte, ziehen wir um, da sind so viele dabei, die wollen alle dabei sein, die wollen das sehen, die wollen mithelfen.
ja, das ist, was ich zulasse von mir, lebe, wo ich drin bin mit meiner Frequenz. Nicht? Und es ist jetzt die Zeit einfach, wo es darauf ankommt, gebe ich meine Kraft an irgendetwas außerhalb von mir ab, wo andere mir sagen, wie meine Zukunft wird oder die Zukunft wird oder was passiert oder wie das, ja, dann projiziere ich, wenn ich das glaube, also du musst dir vorstellen, alles, was ich aufnehme, was ich nicht haben will, beispielsweise, sind Bilder, die ich in meinen Projektor einschiebe und damit in meiner Welt reflektiere. Ja, du kannst dir wirklich vorstellen, wir funktionieren mit unserem physischen Körper, mit unserem Körper-Mind-Komplex, kannst du sagen, Verstandeskomplex, funktionieren wir wie ein herumlaufender Projektor. Nicht? Und das, was wir innen als Erwartungen haben, als Bilder, als Empfindungen, als Energien, ja, wenn wir die intensiv in uns haben, die projizieren wir auf diese Leinwand Welt. Und wenn du diese Dinge von anderen Leuten eben einfach ungefiltert aufnimmst oder auch von deinem eigenen Verstand, dann fängst du das eben an zu projizieren. Und das ist eben genau der Schlüssel zu merken, hier liegt hier liegt die Freiheit. Die Freiheit liegt da drinnen, dem Ja oder Nein zu folgen. Du musst dem nicht folgen, was andere sagen, an keiner einzigen Stelle. Ich sage das ja immer wieder. No matter what. Es geht darum, zu entscheiden, was du willst. In meinem Leben habe ich mich entschieden, offensichtlich auf tiefer Ebene, ja, nicht über mein Bewusstsein, einfach die Kraft, die Energie und die Gesundheit der Natur mitzunehmen für das, was ich tue. Und an dieser Energie angeschlossen sein. Und ich meine, ich bin in der letzten Zeit immer wieder im oder am Urwald gewesen. Und alleine diese ganze Tierwelt und die Intensität der Ich habe geschlafen, wenn ich da im Urwald war. Also niemals in meinem Leben früher habe ich überhaupt so tief schlafen können wie im Urwald. Weil, also diese ganzen Geräusche, und die sind ja in einem Urwald auch nicht gleich, ja, weil ein Urwald lebt, da kommen Tiere vorbei in der einen Nacht, die sind in der nächsten Nacht nicht mehr vorbei. Das ist also total lebendig. Und diese ganzen Geräusche, die bringen einen in eine solch tiefe Ruhe. Und also da gehen Energien los. Das ist unglaublich. Das ist ein Entschluss. Das kann ich machen, ja. Das kommt aus meinen Tiefen. Da käme ich auch nicht auf die Idee, vielleicht aus dem Verstand, aber ich habe ja viele Jahre lange Erfahrung, wenn ich dem folge, was da alles passiert. Und der Punkt ist, natürlich kann eben eine Voll-Technology-Welt, ich kann so in Highspeed, also in Technik, in wahnsinnigem Stress, in eine Arbeit, die ich nicht leiden kann, in was weiß ich, unterwegs sein, oder ich öffne mich für meine eigenen Träume, für meine Sehnsüchte, für das, was ich wirklich bin und rutsche in mein eigenes Zentrum und sorge dafür, dass ich das tue, was ich wirklich haben will. Und der Einzige, der einen blockiert, das nicht machen zu können, sind die Ängste aus dem Verstand. Aber den zu fragen, ist ja völlig schwachsinnig, weil der hat ja gar keine Erfahrung damit, wie man sowas macht, weil der nicht in die Zukunft gucken kann. Der kann ja nur aus der Vergangenheit tun. Und solange wir als Menschheit sozusagen dem Verstand folgen und der Angst folgen, leben wir unglaublich limitiert, auch wenn wir die größten Schöpfer aller Zeiten sind, jeder Einzelne. Und ja, das ist meine Erinnerung an dein Herz. Du hast die Frequenz, du hast es in dir, du weißt es in dir und es ist vielleicht jetzt Zeit zu tun. Zu vertrauen, die ersten Schritte zu machen und auch nicht den Anspruch zu haben, dass alles gleich fehlerlos ist, sondern einfach mal loszugehen, Erfahrung zu sammeln und zu sehen, was da eigentlich passiert, wenn ich anfange, meinem Inneren zu folgen. Natürlich ist es turbulent, was der Verstand aufführt, wenn wir das tun. Und da muss ich einfach wissen, es geht nicht darum, dem Verstand zu folgen, sondern Wissen in uns kommt aus dem Herzen. In diesem Sinne, ich freue mich, dass du da bist. Aus meinen Kisten vergnüglich grüße ich dich und freue mich selber, diesen Schritt gerade wieder weiter zu gehen. Und dein Herz hat mich ganz tief gehört, denn
Du bist ein Teil von mir, ich bin ein Teil von dir und ich sitze in deinem Projektor. Bis dann.